games afoot. Not a word. Into your clothes and come. I'll wait for you in the sitting room. I've just received a note from Inspector Lestrade. A letter from the suburbs. He is in need of my presence. Whenever he has asked for my assistance, it has always turned out to be entirely justified. I fancy that every one of his cases has found its way into your collection. Yes, they all seem worthy of... However, I regret your fatal habit of looking at everything from the point of view of a story instead of a scientific exercise. Oh, Holmes, you... I beg your pardon, I digress. It would be much better to examine this letter than to try to convince you. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode, können ruhig sagen, zu einer weiteren Episode, ne? Von Sherlock Holmes. Das ist ja toll, oder? Wie das so regnet, aber schön gemacht. Ich finde. Ja, ja. Ja, wir müssen leider... Ja, Moment, jetzt habt ihr irgendwie den Regen vergessen. What? What? Dass die in dem Regen da draußen stehen. Ja, ist ja gut. So, wo? Table. An welchem Table denn? Hier wahrscheinlich, ne? This is where I keep my post. Nee, und the table ist ja eigentlich The hier. letter is on the table, Holmes. You should take a look. Ja, wo? Wo denn, mein Freund? The letter is on the table, Holmes. You should take a look. Das ist schon das erste große Problem hier. Moment, Baker Street, London, an Sherlock Holmes, okay. Gibt's noch irgendwas hier? Nee. Tja, dann Baker Street ist klar, ne? I can tell from Lestrade's handwriting that he was in a hurry when he wrote this letter. Echt? Sieht für mich ganz normal aus. A wax seal with the monogram E.B. Oh ja, das hätte ich natürlich sehen müssen. A wax seal with the monogram E.B. Achso, wir müssen... Entschuldigung, ja, ist gut. Moment. Was? Bragenstal? Ein The Wappen? Brackenstall family coat of arms. Kennen wir die? Abbey Grange, Marsham, Kent, in der Grafschaft Kent. Mein lieber Mr. Holmes, es würde mich sehr freuen, wenn Sie mir unverzüglich bei einem Fall zur Hilfe kämen, der höchst bemerkenswert zu werden verspricht. Die Sache liegt ganz auf Ihrer Linie. Bis auf die Befreiung der Lady werde ich dafür sorgen, dass alles genauso bleibt, wie ich es vorgefunden habe. Doch bitte ich Sie, keine Sekunde zu verlieren. Da Sir Eustace, bestimmt, ne? Nicht lange dort wird liegen bleiben können. Hochachtungsvoll Inspektor Lestrade. So, schauen wir kurz hier. Peter. Gefundene Hinweise 18. Ja, 18 von 10. Wollen wir die Entscheidung überprüfen? Würde ich jetzt gerne mal machen. Ach so, nee, das haben wir doch schon mal. Nee, dann ist alles in Ordnung. Okay, Spoiler. Spoiler. Wir haben keinen Spoiler mehr, denn wir haben es ja geschafft. So, Harpune. Ach, das Goldene, ne? Den Silberdolch. Den Silberdolch. Okay. Gut. So, what is it, Holmes? Promising, as always. It appears to be a case of murder. So you believe that Sir Eustace is dead? I should say so. Lestrade wouldn't have sent for me for less. His writing shows considerable agitation, and he is not an emotional man. These people belong to high society. The quality of the writing paper, the E.B. monogram, their coat of arms. The crime was committed before midnight. Holmes, how can you possibly tell?
Well, it is all thanks to Lestrade. He wrote his letter at 3:30 in the morning. Imagine the chain of events before that. The local police had to be called in. Scotland Yard was notified. Lestrade himself had to make haste there, and finally compose the letter he sent to me. All of that makes for a fair night's work. It makes sense. Lestrade also speaks of the woman he released. That seems to indicate that she had been held somewhere during the crime. Much time has been wasted. Let us find a cab and go to Abbey Grange immediately. I live in hope of an interesting morning. Na denn, ne? Auf geht's, würde ich mal behaupten. Auf geht's, Mr. Watson. Dann notieren mal alles. Lady befreien, Lestrade fragen und ja, Tatortuntersuchung. Ah, Mr. Holmes and Dr. Watson, here you are. I'm very glad that you have come, but perhaps I should not have troubled you after all. And why is that? Lady Brackenstall has come to her senses, and she has given so clear an account of the affair that there is not much left for us to do. You remember that Lewisham gang of burglars? What, the three Randalls? Exactly. The father and two sons. It's their work. They stole a silver service, which is of great value. Sir Eustace Brackenstall is dead, then? Yes. His head was knocked in with his own poker. A violent act of aggression. Yes, the poor lady. She has had a most dreadful experience. She was assaulted and tied to a chair. But I think that you would best see her and hear her account of the facts. She's in the morning room with her maid to raise a right. Where is the body of the deceased? In the dining room. We haven't touched anything. All right, I'm going to examine it. Very good, Watson. Eustace. So heißt der. Nett. Das sind die Lilien. Das sind doch aber die französischen Lilien. Ich meine, okay, die Franzosen und die Engländer sind ja miteinander verbunden seit Wilhelm den Eroberer, ne? Und eigentlich ist das hier die ne? Das ist doch hier die französische Lilie. Lord Ramsay Brackenstall. Brackenstall. Who is this? Baron Lyndon Brackenstall. Lyndon B. Johnson, I know only. It was an American president. So, what's that? Lord George Brackenstall. That's the family of Brackenstalls. Haben wir das? Sir Warthen Brackenstall. So I think we have all the Brackenstones. And now we can examine other places, like this. So what have we here? A lamp, a statue, little statue. Candles. Windows? But we can't see outside anything. It's they have to clean the window. What do you think? Do you think the same, Mr. Watson? Here are glasses and the Times. We can read the Times, but I can't read. Ich denke, denke. Lady Brackenstall awaits you in the morning room. Und der ist wo? Ich gehe jetzt davon aus, dass er hier ist. Ladies, allow me to introduce myself. My name is Sherlock Holmes. I'm assisting Inspector Lestrade in this investigation. Mr. Holmes, I am the wife of Sir Eustace Brackenstall. We were married only a year ago. I am sorry for your loss. Please accept my deepest condolences. I suppose that it is no use my attempting to conceal that our marriage has not been a happy one. I fear that all would tell you that, even if I were to attempt to deny it. Can you describe to me the events of yesterday evening? Is it really necessary?
I have already told Inspector Lestrade all that happened. Yes, madam, it is. I will tell you then. Sir Eustace retired about 10:30. I sat in this room until after 11, absorbed in a book. Before I went upstairs, I entered the dining room to fetch a candle and... oh God. Please, go on. As I approached the French window, I found myself face to face with an elderly, broad-shouldered man who had just stepped into the room. Close behind the first man, I saw 2 others. One of them struck me a savage blow with his fist and felled me unconscious to the ground. And then? When I came to myself, I found that they had secured me tightly to a dining room chair. It was at that instant my unfortunate husband entered the room. He fought with the intruders? Yes, I think he had heard them, for he was holding his stick. But they were 3, and he eventually succumbed. One of them, the elder one, struck him a terrible blow with the poker. I fainted once more. When I opened my eyes, they had withdrawn. Then my brave Teresa came to my assistance. Did these 3 villains steal anything? Yes, I found that they had taken the silver from the sideboard, but you can see for yourself in the dining room. Tja, ich würde mal sagen, da brauchen wir nichts Großartiges zu erklären. Das war der Faustschlag. Frisch und klar. Sie war also nicht glücklich. Noch ziemlich jung, oder? Und blass. Naja, das sind die Engländer so. Das ist jetzt nichts. Und vor allen Dingen, der Schreck steckte doch noch in den Knochen. Also, das... was ist für ein Medaillon? Ein Känguru, australisch. Golden. Hat es irgendwas damit zu tun, dass zum Beispiel die aus Australien sind, diese Männer? Warum sind die Männer hier? Und was hat das mit dem Knöpfen hier zu tun? Ja, das stimmt. Das ist ein sehr elegantes Kleid. Nett. Ein Ring. Ehering natürlich, ganz klar. Dann haben wir noch eins, was uns fehlt. Und zwar... Das ist braunes hier? Ach nee, alte Verletzung. You mentioned that your marriage was not a happy one. Was there anything specific that was troubling you? He was not a nice man when he was drunk, and he suffered from dark moods, but nothing else. The bruises on your hands are at least 1 week old. Your husband caused those bruises? Oh, do you? Yes, he did. He was very angry at the time. Out of control. Again. Sir Eustace was a drunkard. To be tied to such a man for life is worse than death. Your ladyship? Tja, das ist schon übel, ne? Mit der Trinkerei. Und es war ja in England, ist teilweise noch in England und Schottland ein Problem. So, bevor wir irgendwas anderes machen, schauen wir uns mal die kleine Theresa an. Teresa, I would like to hear your testimony. Certainly, sir. As I sat by my bedroom window, I saw 3 men in the moonlight down by the lodge gate. But I thought nothing of it at the time. Oh, if I'd known... And then? I went to bed, and it was more than an hour after that I heard my mistress scream. And down I ran, to find her tied to the chair and him on the floor with his head smashed. That's all I know. Schauen wir uns Theresa mal ein bisschen genauer an. Theresa ist schon ein bisschen älter, keine Ahnung. Ja, haben wir's. Haben wir's doch richtig. Theresa hat eine Brosche.
Nee, interessiert keinen Menschen die Brosche. Aber hier hat es einen Fleck. Interessiert ihr? Nicht wirklich, ne? Hätte mich auch gewundert. Hier hat es ein Tuch in der Hand, das uns was sagt, dass er gerade was sagt. So, und hier ist ein Fleck übrigens. Ach, Essig. Ach so, der hat es eher an der Nase gehalten, ne? Und hier ist ein Fleck. Kaffee, den sie umgeschüttet hat, weil wir es nicht wissen. Wir haben noch eines, was wir nicht bedacht haben. Und es wäre... Wo habe ich hier was vergessen? Was? Moment. Jetzt bin ich doch ein bisschen... Also hier unten ist der Kaffeefleck. Den haben wir. Hier ist das in Essig getränkt. Halt, Moment. Die Hände sind, jo, Arbeiterinnenhände. Also die arbeitet viel. Ach doch, tatsächlich, Arbeiterhände. Gut. Was haben wir denn jetzt hier anzubieten? Lady Braxels Hände weisen alte Verletzungen. Genau. Ungefähr eine Woche alt. Offenbar handelt es sich um einen Raubüberfall. Lady Brackenstall wurde angegriffen und an einem Stuhl gefesselt. Sir Eustace Brackenstall, der sich gewehrt hat, ist tot. Sein Schädel wurde mit einem Schürhaken, mit seinem eigenen eingeschlagen. Ausgehend von der Lady waren die Täter Einbrecherbande, die Dry Randalls. Wird sie wahrscheinlich herausstellen, dass entweder die von jemandem angeheuert wurden oder was weiß ich. Wir haben eine dringende Mitteilung. Okay. Ja, untersuchen Sie den Mord, untersuchen Sie das Zimmer, untersuchen Sie den Tatort. Das mache ich. Das mache ich. Zum Beispiel diesen Tisch hier. Schauen wir in die Times. Was sagt uns denn die Times? Das Familiengeschäft läuft. Die Randall-Bande ist wieder unterwegs. Vor weniger als 2 Wochen ist die berüchtigte Einbrecherfamilie, die als die Randall-Bande traurige Berühmtheit erlangt hat, mit einem brutalen, aber leider erfolgreichen Einbruch in eines der wohlhabenderen Häuser in Sydenham wieder aufgetaucht. Die Polizei ist den Verbrechern bereits auf der Spur, allerdings wurde bisher keine Einzelheiten des Tat genannt, auch nicht der Name des Opfers. Ein Zeuge konnte zu allen 3 Männern genaue Personenbeschreibungen abgeben, was der Polizei sicherlich die Möglichkeit geben wird, ihr Profil dieser Familie von Ganoven zu vervollständigen. Wir nehmen uns die Freiheit, unsere geschätzten Leser über die gemeingefährliche Bande zu informieren und ihnen die aktuellsten Beschreibungen der 3 Verbrecher zu geben. Die Bande ist schon seit geraumer Zeit aktiv und besteht aus einem Vater und seinen 2 Söhnen. Das älteste Mitglied, Jack Randall, ist ein Mit-40er mit bereits ergrauten Haaren und sowie von durchschnittlicher Körpergröße und Statur. Als derjenige, der bei den Einbrüchen die Fäden zieht, behält er stets die Kontrolle über seine Söhne, die sich zwar altersmäßig nicht sehr unterscheiden, vom Aussehen dafür umso mehr. Der ältere Sohn William Randall ist ein großgewachsener, breitschulteriger Mann mit einem unverhältnismäßig kleinen Kopf. Sein jüngerer Bruder Melvin Randall ist deutlich schmächtiger und wird als dünn wie eine Bohnenstange beschrieben. Die Bande wird nicht nur wegen zahlreicher Diebstahls- und Einbruchsdelikte gesucht, sondern auch wegen ihrer außerordentlich brutalen Piratenkarriere in Australien, bevor sie nach England zurückkehrte. Seien Sie auf der Hut und mögen Ihre Wertgegenstände sicher sein. The description of the Randall gang provided by Lady Brackenstall is identical to the one in the Times article. Heißt für uns was. Die Randalls sind bekannt und wir können die Täter jetzt identifizieren. Danke. Na Moment, jetzt ist natürlich die Frage. Der Einbruch wurde lediglich inszeniert und die ganze Geschichte nur erfunden, um die Schuld für den Tod von Sir Eustace, das nehme ich am ersten an. Es gibt keine Ungereimtheiten zwischen der Zeugenaussage und den Beweisen. Sie deuten alle auf die Randall-Bande hin. Ja, eigentlich schon. Ne? Momentan schon. Trotzdem, ich glaub's noch gar nicht richtig.
Aha. Kratzer. These scratches are most definitely made by the picture frame. Na dann, wir untersuchen es erstmal. Oder? Geht das? Nee, A trapper's hut. das stimmt. Miss Brockenstall, oder wie du heißt. This is Sir Eustace's safe. There may be something important inside. I must ask Lady Brackenstall to open it. Miss Brockenstall, I need a key. Or the combination. I don't know exactly. So, schauen wir mal. Eine Fotografie. 2 Frauen. Können wir das hier wegmachen? Okay. Wir schauen aber erstmal die 2 Frauen an. This photograph of Lady Brackenstall Ah ja, and her stimmt. maid Teresa was taken at a port. But which one? Wahrscheinlich Australien. Schätze ich, um ehrlich zu sein. So, dann machen wir das Zeugs da weg. Aha. Aha. Gut. Aha. Nee. Gibraltar? Adelaide? So the lady and her maid Doch came Australien, from ne? Australia a year and a half ago on this ship. Genau. Super, nehmen wir mit. Da kennen wir nichts. Nehmen wir einfach mal mit. Wir fragen auch nicht großartig, ob wir es mitnehmen dürfen. Wir nehmen es einfach. Na, das darf Holmes. Dafür ist er ja berühmt. So, was haben wir hier? Ein Hund? Super. Theresa. So, dann fragen wir gleich mal unsere Miss Brockenstall. Miss. Lady Brackenstall, could you open this wall safe? No, it is my husband's safe. I do not know the combination. We have to open it. Your ladyship? Ja, und wie willst du jetzt? Wie willst du das denn machen? Let us try to open this safe. This safe can be cracked. I only have to pay attention. The dial will vibrate when it is set to the correct number. So, passt auf. Nach links, nach rechts. Ja, mit was fange ich an? Mit links oder mit rechts? Warst du schon? Ja, aber... Warte mal. Ach so, ich muss dann bestätigen. Wartet. Okay. Ach, jetzt. Okay, gut. Dann mache ich mal weiter. Halt. Echt? Ich habe gedacht, wenn der sich bewegt, da habe ich eine Chance. Ich kann da machen, was ich will. Da geht nix. Aber wann muss ich denn das machen? Hä? Wie? Es geht doch nur so. Vielleicht braucht man. Aha. Es ist ganz schön kompliziert hier.
Juhu. Oh, da ist ganz schön viel Geld drin. Wow. It is common practice to keep one's valuables in a safe behind a painting. It should not really pose a challenge for a criminal. Ja, aber die wollten es nicht. Anscheinend. Sir Eustace, Ihr momentaner körperlicher und geistiger Zustand ist äußerst besorgniserregend. So gibt es verschiedene Anzeichen für eine... Ja, was sonst, ne? Für einen schweren Leberschaden. Bei der letzten Untersuchung hatten Sie stark blutunterlaufene Augen und Ihre Haut, sie war leicht gelb gefärbt. Auch weist Ihr Atem einen Geruch auf, der typisch für Lebergeschädigte ist. Darüber hinaus gibt es noch die Lungenabszesse, über die wir bereits gesprochen haben. Die Beinkrämpfe, von denen Sie mir berichteten, werden von einer Veränderung des Nervensystems verursacht, die ihrerseits auf exzessiven Alkoholmissbrauch zurückzuführen ist. Dies gilt auch für den Tremor. Ihre Leber fühlt sich bei der Untersuchung sehr hart an, was ein deutliches Symptom einer fortgeschrittenen Zirrhose ist. Zudem gibt es Anzeichen auf Aszites, also einer Flüssigkeitsansammlung in der Bauchhöhle. Ihr geschwollener Bauch lässt keinen anderen Schluss zu. Die Schmerzen unterhalb ihrer linken Rippe weisen auf ein ernstes Bauchspeicheldrüsenleiden hin, das zu einem akuten, fulminanten und letztendlich tödlichen Bauchspeicheldrüsenentzündung führen kann. Zu einer, ne? Ihr Zustand könnte auch ein Risiko für andere Menschen in ihrer Nähe sein und darüber hinaus darstellen. Ihr exzessiver Alkoholkonsum schränkt ihre Selbstbeherrschung ein und verschränkt ihre Aggression. Verstärkt sie. Ich verließ mich zu Seid. Zu sehr, ne? Zu Seid. Zu Seid, zu sehr. So, Aggression. Ich stehe Ihnen jedoch gerne zur Verfügung, um Sie bei diesem Problem zu unterstützen. Es gibt eine Reihe von Behandlungsmethoden. Lady Brackenstall. Noch keine 25. Wow. Dann bist du ja richtig jung, ne? Stammt aus einer wohlhabenden australischen Familie. Sie ist seit mehr als einem Jahr verheiratet. Höchstwahrscheinlich hat sie während der vergangenen 2 Wochen körperliche Gewalt über sich ergehen lassen müssen. Sie führt ein einsames Leben. Nur selten verlässt sie ihr Haus. Ja, das können wir mal erfragen. Daraus geht hervor, dass er einen schlechten Zustand hatte. Insbesondere alkoholabhängig und vor allen Dingen Antique coins, possibly of value, but they're scattered without care. wahrscheinlich müssen wir zu Lady Brackenstall. Oh, what a horrible thing to have happened. Ja, aber bei dir doch nicht. Doch. Hätte ich jetzt nicht vermutet. Sir Eustace's doctor speaks of his violent behavior. Yes, Sir Eustace was an extremely violent man. A detestable human being, to be more precise. It is true that he once threw a decanter at me, and all because I dared to stand up to him in defence of my mistress. Sly devil. God forgive me that I should speak of him so now that he's dead, but a devil he was, if ever one walked the earth. We met him only 18 months ago. She'd only just arrived in London. Yes, it was her first voyage. She'd never been from home before. Wonder with his title and his money and his false London ways. If she made a mistake, she has paid for it, if ever a woman did. She doesn't have any friends here, so it was specially hard for her. Tja, das ist natürlich traurig, ne? Zurückgezogenes Leben. Aus Australien. Lady Brackenstall heiratet Sir Eustace kurz nach ihrer Ankunft in London und verließ das Haus. Seitdem selten. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie oder ihre Dienstmagd Bekanntschaft mit irgendjemandem in England geschlossen hat, ist sehr gering. Kennt jemanden, der im Bord... Könnte auch sein, finde ich. Ich finde, es könnte hier wirklich sein. Ich mache jetzt mal das hier, aber... Also, ich möchte mal die Lady noch nicht
aus dem Kreis der Täter ausschließen, obwohl ich schon sehr viel Mitgefühl mit ihr habe. Ne? Vielleicht war es ja auch sie. Die sieht aus, wie wenn sie jemanden angeheuert hat, der den umbringt. Aber sie hat natürlich auch dieses Pfeilchen. Ne? Oh, what a horrible thing to have happened. Na gut, wir schauen mal uns ein bisschen weiter um im Haus hier. Was wir noch finden können, ne? So. Lestrade. Alles klar? What do you know about Sir Eustace, Inspector? What was his reputation? A charming man when sober, but an absolute demon when he was drunk. In such moments he was apparently capable of anything. Why, once he splashed fuel on Lady Brackenstall's dog and set it alight. Another day he threw a decanter of wine at Miss Wright's head. The alcohol seemed to madden him. To the point that we were forced to intervene several times to avoid a scandal. Tja, Scandal hin, Scandal her. Das geht nicht. Das geht überhaupt gar nicht. Ja gut, das ist ja nur mit seinen Gewaltausbrüchen. Ne, müssen wir das hier verankern. Ja, das ist eindeutig. Da gibt es keine Entscheidung hin oder her. Der Mensch war gewalttätig und hätte nicht heiraten dürfen. Und da mag er im nüchternen Zustand noch so ein lieber Kerl gewesen sein. Ne? You should examine the body of Sir Eustace Brackenstall. Was hast denn du rausgefunden? So, Watson, what have you learned from examining Sir Eustace's body? Well, I can confirm that the death was instant. Sir Eustace was facing his attacker when he received the blow to his head. There are no other apparent injuries. Der sieht tot aus. Oh, das sieht wirklich gefährlich aus. Ja, das ist der Schürhaken. That must be the murder weapon. Man denkt's. Man weiß es nicht genau. Tja, und hier scheint die Kopfwunde zu The head sein. was cracked with the force of the blow. Was hat denn anzubieten? Ja, die Leiche, klar. Und der Schürhaken. Was sonst? Das wissen wir ja nun. Ja, ist anzunehmen. Man weiß es nicht genau, aber wir nehmen es mal als Hypothese auf. Was haben wir denn noch? Seine Füße? Wie bitte? Ja gut. Na, der ist aus dem Bett gestiegen. Barefoot. He had therefore been in bed and did not have time to fully dress. Genau, so sieht's aus. Und was ist mit dem Stock hier? Achso, den hat er als Tatwaffe, ne? Nicht als Tatwaffe, sondern als Abwehrwaffe. Quite a large stick. A formidable weapon. Ohne Zweifel. Was hat man noch anzubieten? Ein Feuer. Kamingitter. Und? Was siehst du da? Achso. Da ist Blut drin. Wieso das eigentlich? It is covered in blood. Sir Eustace might have struck his head upon it while falling from the blow. That is one possible explanation. Ja, aber schau mal hin, wie viel Blut da dran ist. Das ist doch recht merkwürdig. Der Tod von Sir Eustace könnte ein Unfall gewesen sein. Er könnte hingefallen sein und sich dabei am Kamin... Wie bitte? Nee. Nee. Oder? Also ich kann mir das nicht vorstellen. So. Was habt ihr noch anzubieten?
Halt. Ein Seilstück. Wo kommt denn das her? It appears that the bell rope was cut by someone taller than me. Das ist abgeschnitten worden, ne? Und It appears that the bell rope was cut Ja. by someone taller than me. Ja. Mehr gibt's nicht, ne? Okay. Ja, das ist merkwürdig. Das sehe ich eventuell ein. A fur trader's cabin. Pelzhändler. War der sowas? Ich denkt's beinahe, ne? Ich hab nicht aufgepasst. Watson. The death was instant. Also, dann müsste ja durch einen Schlag gleich... A trapper's hut. Das müsste durch einen Schlag müsste er gleich und sofort gestorben sein, ne? The hunting scene. Ja, das war ein Jäger. Durch und durch. Sagen wir es, wie es ist, ne? Moment. Hier haben wir Gläser. 3 an der Zahl. Warum 3? This glass has some wine traces, but no visible beeswing. Was bedeutet das? Weinstein? Sagt mir gar nichts. Das ist... Ach so, wenn er sich so absetzt wahrscheinlich, oder? There is beeswing at the bottom, as if the wine had not been decanted before being poured. Ja, das habe ich noch nie verstanden, das mit diesem Dekantieren. Hier ist ein bisschen so an der Seite dran, ne? This glass has some wine traces, but no visible beeswing. Was sagt uns das? It is rather strange that only one of these glasses has dregs of beeswing inside it, while the other 2 are clear. Ja, das heißt, dass 2 getrunken haben und der andere hat dann danach eine... Ich habe keine Ahnung. Hat er danach einen Schluck genommen? A decanter standing next to the open bottle, an inseparable pair indeed. Das ist hier der Dekantierer, ne? Damit dekantiert man den Wein. Aber ich habe keine Ahnung, was das bedeutet mit diesem Dekantieren. Chateau Calon-Ségur, French wine, Grand Cru. Ich habe ja schon gesagt, mit diesen französischen Lilien da draußen, ne? Keine Ahnung. A fur trader's cabin. Aha. A deer hunt. Rotwildjagd. Oh, wir können 2 Türen noch aufmachen. Oh, komm, wir setzen uns erstmal... Da hat sie gesessen. Da drin war sie angebunden. Sailor's knots. That's interesting. This rope was handled by the murderers. We need a scent hound to follow their trail. I will take it with me. Ja, ich weiß schon, wen wir da nehmen können. Ah, da wird wieder Tobi zum Einsatz kommen. Ja. So, Glas mit Weinstein und 2 Gläser. Das sagt uns was? Es waren 3, wollen wir schauen, es waren 3 Personen, die aus den Gläsern Wein getrunken haben. Möglicherweise mag eine der Personen ihren Wein mit Weinstein. Hä? Es waren 2 Personen, die diese Gläser getrunken haben. Die Reste wurden in ein drittes Glas geschüttet, weswegen nur der... Ich habe keine Ahnung. Ich glaube aber ganz fest dran, dass es 3 Personen waren. Um ehrlich zu sein. Aber ich kann es euch wissenschaftlich nicht erklären. This is the chair that Lady Brackenstall was tied to. Richtig. Was ist denn hier passiert? Hier ist irgendjemand rangeschrumpelt.
Würde ich mal behaupten. Ne? This candlestick is valuable. It is interesting that it was not also stolen. Ach, das mit dem Stehlen, das war doch nur eine Finte. These wine bottles are expensive and mostly from France. Frankreich, wieder Frankreich, ne? Merkwürdig. An empty silverware box. It appears that the intruders have stolen the contents. Das war alles, was er gestohlen haben? Die hätten ja alles stehlen können. Und dann nehmen sie nur ein paar Silber. Ich meine, okay, die sind wertvoll. Ohne Zweifel. Aber... These wine bottles... Ja, das haben wir schon. Was brauchen wir noch? Was fehlt uns denn noch? Achso, wartet mal. Hier unten vielleicht? Nee. Was fehlt uns hier? Kerzenständer, den haben wir. Hier hinten ist nix. Hier oben auch nicht. Flasche. Ah, halt! A bottle of wine is missing here. Richtig. The criminals did not thoroughly ransack the house. They only took a little silverware. Das ist... Ja, das ist... Na, ich sag ja... Ich glaube... Die Taylors sind mit dem Schiff mitgefahren. Und wahrscheinlich haben sie sich sogar gekannt. Watson. So, wir machen für heute Schluss. Ciao. Ciao.